Wie bekommst du deine Frikadellen weich und saftig? Eine meiner Varianten ist es, die Frikadellen zusätzlich mit gekochten Kartoffeln zuzubereiten. Beginnen wir jetzt mit dem Fleisch. Weil ich hier Wildfleisch verwende, genauer gesagt ein Stück Reh, werde ich zusätzlich noch Hähnchenfleisch dazu mischen, um den Wildgeschmack etwas zu neutralisieren, weil ein paar Freunde von mir zum ersten Mal Wild essen wollen und ich sie langsam an die Sache ranführen will. Nachdem ich das Halsstück vom Reh klein geschnitten habe, schneide ich auch die Hähnchenbrust und danach die in Salzwasser gekochten Kartoffeln klein, weil gleich alles durchgewolft wird. Petersilie bzw. Koriander und die angeschwitzten Zwiebeln habe ich auch schon vorbereitet. Die Mengenangaben sehen wir immer unten in der Videobeschreibung. Jetzt wird durch die feinste Scheibe erst einmal das dunkle Rehfleisch durchgewolft, ihr könnt auch Rind oder Lamm verwenden, danach das helle Hähnchenfleisch. Petersilie und Zwiebeln habe ich zusammengemischt, damit es schön saftig durch die Maschine gewolft wird. Und jetzt gebe ich die gekochten Kartoffeln durch den Fleischwolf. Man könnte sie auch pürieren. Eigentlich darf man das als gelernter Koch nicht sagen, dass man ein Stück Brötchen am Ende mitwolft, weil es unter anderem die Messer stumpf macht, aber ich mache das tatsächlich auf, weil das Brot die Maschine schön sauber macht von innen und viele Reste mit rausgepresst werden. Jetzt salze ich die Masse mit 2,5 Teelöffel Salz pro 500 Gramm Fleisch. Bei einem Kilo Fleisch wären es also 5 Teelöffel Salz. Für Leute mit mildem Geschmack gerne auch 4 bis 4,5 Teelöffel auf ein Kilo Fleisch. Ich berücksichtige also nur das Fleisch, weil die Kartoffeln in Salzwasser gekocht und dadurch gut abgeschmeckt sind. Bisschen Pfeffer dazu, bisschen Mineralwasser oder Milch dazu, etwa 1 Esslöffel Dijon-Senf und 2 Esslöffel ungesüßten Ketchup. Jetzt wird das gut durchgeknetet und vermengt, danach gebe ich noch Eier rein für die Bindung, mische das Ganze nochmal durch und jetzt sollte man ein eingeweichtes Brötchen oder Paniermehl einarbeiten, bis die Konsistenz passt. Danach nehme ich mir eine gestrichene Kelle Fleisch und forme sie zu einer Frikadelle. Das mit der Kelle mache ich immer, damit alle Frikadellen gleich groß werden. Danach werden sie von beiden Seiten schön angebraten und kommen bei mir noch in den Ofen bei 150 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 12 bis 15 Minuten, damit der Kern auch schön durchgegart wird. Da ist schließlich Geflügelfleisch drin, das unbedingt eine Kerntemperatur von mindestens 72-75 Grad erreichen sollte. Die saftigen Frikadellen, die wenig nach Wild schmecken, können nach dem Abkühlen gerne verpackt und auf Vorrat eingefroren werden.